Wolfsschutzzäune für Kleinvieh. Wolfsverhalten am Weidezaun, Teil 1. Die aktuellen Zahlen der Schweiz zeigen auf, dass über 90% der Schäden an Nutztieren, die von Wölfen verursacht werden, in Situationen ohne Schutz passieren. Die Erfahrungen zeigen, dass mit einem an die Situation angepassten Herdenschutz die meisten Schäden zu verhindern sind. Die bisherigen Beobachtungen mit Elektrozäunen in unseren Nachbarländern Italien, Frankreich und auch Deutschland zeigen, dass Elektrozäune, die nach empfohlenen Vorgaben aufgestellt und gewartet wurden, von den Wölfen respektiert werden. Das Allerwichtigste bei Elektrozäunen nebst der Zaunhöhe ist natürlich eine genügende Stromstärke auf der Litze zu haben. Man stelle sich vor, der Wolf hat eine äußerst empfindliche Nase. Falls er ein einziges Mal einen Stromschlag bekommt, so hat er etwas für das ganze Leben gelernt. Wir gehen davon aus, dass Wölfe eine Situation beobachten. Jeder Wolf ist verschieden. Wir gehen davon aus, dass Wölfe eine Situation beobachten. Falls die Aussicht auf einen Nahrungserfolg besteht, testen die Wölfe eine Situation aus. Sind sie dabei erfolgreich, lernen die Wölfe aus der Situation heraus. So haben einzelne Wölfe haben Zäune auch schon übersprungen. Erfahrungen haben gezeigt, dass Wölfe die Schwachstellen in einem Schutzsystem, so auch bei Elektrozäunen, früher oder später finden. Je länger, je mehr interessierte uns die Frage, wie sich Wölfe verhalten, die auf einen Elektrozaun stoßen. Wo versuchen sie durchzukommen? Im Gehege bei 3 verschiedenen Wolfsrudeln haben wir innerhalb des Geheges einen Zaun aufgestellt. Dabei haben wir Zaunsysteme getestet, welche in der Schweiz traditionell als Schaf- und Weidezäune in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Das orange Weidenetz und der Litzenzaun. Weidenetz, orange und ein Litzenzaun. Die Wölfe bekamen ein paar Tage lang kein Futter. Dann haben wir Fleisch hinter die Zäune gelegt und beobachtet, was passiert. Es gab Wölfe, die dann den Zaun überwunden haben. Und zwar sind sie unter dem Zaun durch. Oft haben sie gegraben, teilweise bis zu 40 cm tief und sind unten durch. Sehr interessant sind die Aufnahmen, wo man sieht, wie die Wölfe den Zaun systematisch überprüfen und immer oben, unten die ganze Linie kontrollieren und nach einer Möglichkeit durchzukommen suchen. Als wir den 2-Litzen-Zaun getestet haben, hatten wir zunächst die untere Litze mit Strom, 25 cm ab Boden. Kein Wolf ging da durch. Dann haben wir die untere Litze auf 35 cm angehoben und dann gingen sie plötzlich durch. Kein Wolf ist gesprungen, weder über den Netz noch über den Litzenzaun. Die Vorstellung vom springenden Wolf ist sehr verbreitet. Viele glauben, der Wolf springt, nicht zuletzt aufgrund von Bildern, wie zum Beispiel das Bild mit einem Wolf, der über ein Gattertor springt. Man weiß, dass dies ein dressierter Wolf war. Der Wolf musste lernen, so zu springen. Theoretisch ist das Überspringen eines Zaunes kein Problem für einen Wolf. Das sieht man auch bei Hunden, denen man das Springen beibringt. Auch ein Hund springt nicht von sich aus. Man muss es ihnen systematisch beibringen. Dafür drückt man zunächst den Zaun runter, damit die Hunde sehen, da kommt man drüber. Danach erhöht man Schritt für Schritt. Dies muss ein Hund erst lernen. Immer höher, also das ist wirklich etwas, das ein Hund muss lernen. Klar gibt es hin und wieder einzelne Spezialisten, die nun mal etwas anderes versuchen und anfangen zu springen. Ja, wenn ein Wolf beginnt zu springen, dann ändert sich die Situation natürlich. Doch bei solchen spezialisierten Wölfen besteht in der Schweiz ja die Möglichkeit, sie abzuschießen. Weidezauntechnik, Teil 2. Erstens Funktion. Ein Zaun hat mehrere Funktionen. Einerseits muss er verhindern, dass die Nutztiere entlaufen. Andererseits muss er den Leuten und anderen Tieren zeigen, dass dieser innere Bereich, wie in diesem Beispiel, den Schafen vorbehalten ist. Und als dritter Punkt kommt hier hinzu, dass der Zaun sicherstellen soll, dass Großraubtiere wie zum Beispiel der Wolf nicht eindringen können. Sprich zum Beispiel ein Wolf hier nicht eindringen kann.
Zweitens, mobile Elektrozäune. Beim Aufbau eines Elektrozaunes muss ich mir immer überlegen, ob der Zaun stehen bleibt oder ob ich ihn wieder abbauen muss. Dann muss ich das Gelände beurteilen, denn die Abstände der Pfähle und ihre Beschaffenheit hängt stark vom Gelände ab. Als Faustregel gilt ein Maximalabstand von 8 Meter zwischen den Pfählen. Bei Unebenheiten müssen natürlich immer wieder mal zusätzliche Pfähle gesetzt werden. Bei der Konstruktion eines Litzenzaunes ist es sinnvoll, wenn in jeder Ecke und bei jeder Richtungsänderung ein stabiler Pfahl steht. Ein Holzpfahl ist ideal. Danach kann man mit leichteren Pfählen fortfahren. Auch bei den Weidenetzen ist es ideal, wenn in den Ecken und bei Richtungsänderungen ein stabiler Pfahl steht, damit man das Weidenetz gut spannen kann. Weidenetze sind eine ideale Alternative für den mobilen Einsatz, um temporäre Weiden einzuzäunen, welche nicht regelmäßig beweidet werden. Ist das eigentlich eine ganz gute Alternative. Der Einsatz von Weidenetzen setzt voraus, dass die Zaunlinienführung zunächst sauber ausgemäht wird, sodass die Weidenetze gut am Boden anliegen. Sehr wichtig ist, die Netze gut zu spannen. Weidenetze gibt es in verschiedenen Formen. Dieses hier hat zum Beispiel vertikale Stäbe integriert. Dies bringt den Vorteil mit sich, dass sich das Weidenetz besser dem Bodenverlauf anpasst und nichts unten durchkriechen kann. Aber auf der anderen Seite ist es etwas schwerer und in der Handhabung etwas anspruchsvoller. Auf der anderen Seite aber ein bisschen schwerer und im Handling halt ein bisschen anspruchsvoller fürs Setzen. Es gibt auch Weidenetze, die anstatt den vertikalen Stäben nicht stromführende vertikale Litzen haben. Bei diesen Weidenetzen ist es sehr wichtig, dass man sie gut spannt und dass sie nicht durchhängen. Dass man sie wirklich schön spannen, dass sie nicht durchhängen. Hier haben wir einen Litzenzaun entlang einer Straße. Dieser muss hier noch höheren Anforderungen entsprechen als sonst wo im Gelände. Die Anforderung hat als sonst irgendeinem Ort draussen im Gelände. Wir haben wiederum Er hat 4 Litzen. Die unterste Litze ist 20 cm über dem Boden. Zusätzlich haben wir hier eine 5. Litze, die nach innen versetzt ist. Diese verhindert, dass die Geißen den Zaun überspringen. Das nicht überspringen und die Sicherheit somit erhöht werden. Da wir hier an der Straße sind, haben wir hin und wieder ein blau-weißes Flatterband eingesetzt, um den Zaun optisch besser sichtbar zu machen. Flatterband drin, dass man visuell noch ein bisschen besser kennzeichnen können. Drittens, Weidezaungeräte und Erdung. Bei der Auswahl eines Elektrozaungerätes muss ich beachten, ob die Weide in der Nähe des Hofes steht. Dann ist das Gerät am besten am Festnetz angeschlossen, wo es eine hohe Leistung, einen tiefen Energieverbrauch und einen minimalen Wartungsaufwand hat. Bei mobilen Weiden, die nicht in der Nähe des Hofes liegen, nimmt man am besten ein mobiles Zaungerät. Zum Beispiel mit einem integrierten Akku, der wieder aufgeladen werden kann. Zum Beispiel mit Solarenergie. Oder es gibt auch solche mit Trockenbatterien. Der Transport an den Einsatzort beeinflusst die Wahl natürlich. Die ich halt die nachher muss ersetzen muss, ist auch abhängig vom Gelände, wo ich es hertragen muss. Bei der Wahl des Zaungerätes ist für mich der Standort der Weide und die Beschaffenheit des Zauns entscheidend. Ist es ein Weidennetzzaun oder hat der Zaun eine Einzel- oder Doppellitze? Oder habe ich eine Sololitze oder Doppellitze? Auf Weiden außerhalb meines Betriebes möchte ich ein Zaungerät mit genügend Leistung. Gleichzeitig soll es aber auch pflegeleicht sein. Konkret nehme ich in solchen Fällen ein Zaungerät mit einer Autobatterie und einem aufgesetzten Solarkollektor. Wo eine Autobatterie drin hat, dazu aber noch einen Solarkollektor drauf hat. Damit erreiche ich die gewünschte Schlagkraft und ich muss nicht ständig die Batterie wechseln. Jedes Zaungerät braucht eine Erdung, damit es funktioniert. Die Erdung ist notwendig, damit der Stromkreislauf geschlossen wird, sobald ein Tier mit dem Elektrozaun in Berührung kommt. Dadurch spürt das Tier den Stromschlag. Die Erdung muss mit dem Boden verbunden werden. Bei einem festen Zaungerät auf dem Hof kann man die Erdung zum Beispiel am Blitzableiter installieren. Man kann aber auch neben dem Zaungerät Erdungsstäbe in den Boden setzen.
Bei einem mobilen Zaungerät nimmt man die Erdungsstäbe mit und installiert diese korrekt. Und tut die im Gelände draussen nachher entsprechend setzen. Für die Installation der Erdung nehme ich, wenn möglich, mindestens 2 Erdungsstäbe, die möglichst lang sind. Bei diesem Zaungerät hat es 2 grüne Kabel. Das sind die Erdungskabel mit den Minuspolen. Eine Erdung habe ich bereits installiert. Jetzt versuche ich diese Erdung hier mit einem Abstand von etwa 3 Metern zu installieren. Und zwar so tief wie nur möglich. Möglichst tief, wie ich sie bringe. Die gelben Kabel sind am Pluspol montiert. Diese müssen an den Zaundraht angebracht werden. Bevor ich die Tiere auf die Weide lasse oder bei der täglichen Kontrolle, wenn ich das Wasser austausche, wässere ich die Erdung. Tue ich hier die Erdung ein bisschen wässern. Viertens, Impulsenergie und Stromfluss. Die Impulsenergie muss mindestens 3000 Volt betragen und man sollte 4000 Volt oder mehr anstreben. Dies setzt eine sehr gute Qualität der Litzen voraus, ein sehr gutes Zaungerät, eine optimale Erdung und selbstverständlich eine sehr gute Wartung. Wartung heißt vor allem die Entfernung des Bewuchses, damit der Stromfluss einwandfrei fließen kann. Der optimale Stromfluss stattfindet. Oft wird die Funktionstüchtigkeit der Erdung nicht geprüft. Dies kann man in 3 einfachen Schritten tun. Zuerst misst man mit mindestens 100 Meter Entfernung zur Erdung, ob mindestens 3000 Volt auf der Litze sind. Im zweiten Schritt wird mit einem Eisenstab ein Kurzschluss verursacht, sodass das Messgerät weniger als 1000 Volt anzeigt. Beim dritten und letzten Schritt geht man zurück zum Erdungssystem und misst die Erdung. Diese sollte nun weniger als 300 Volt anzeigen. Ist dies nicht der Fall, so installiert man weitere Erdungsstäbe und misst erneut. Grundsätzlich müssen Elektrozäune immer unter Strom stehen, egal ob dies Litzenzäune oder Netzzäune sind. Die Nutztiere gewöhnen sich so daran und wissen, da ist Strom drauf. Dort Strom drauf ist, respektieren das alles. Auf keinen Fall darf man Tiere auf die Weide lassen, ohne dass man eine Stromführung auf Netz- und Litzenzäunen hat. Auf Netz- und Litzenzäunen, das geht gar nicht. Fünftens, Sichtbarkeit und Signalisation. Wenn wir jetzt Bei der Beurteilung der Sichtbarkeit dieses Elektrozaunes stellt man fest, dass die Litzen eine orange Farbe haben. Dies ist eine gute Anpassung an den Menschen, da der Mensch Orange und Rot sehr gut wahrnehmen kann und dies als Barriere erkennt. Weil der Mensch die rote Farbe als Barriere eigentlich sehr gut wahrnimmt. Inzwischen weiß man aber, dass Tiere blau, weiß oder blau-weiß kombiniert viel besser sehen können als orange oder rot. Deshalb sollte man bei einer Neuinstallation eines Zaunes dies berücksichtigen. Sättige Farben wählen, für einen Litzenzaun zu erstellen. Diese Weide grenzt an einen Wanderweg. Damit dies alle erkennen, habe ich hier eine Hinweistafel montiert. Am Zaun habe ich zudem diese blau-weißen Bänder angebracht. Dies hilft den Tieren innerhalb des Zaunes und den Wildtieren außerhalb des Zaunes, um diese Grenze besser wahrzunehmen. Andererseits auch am Wild außerhalb vom Hag, um Grenzen besser wahrzunehmen. Hier sind wir auf einer Weide mit einem sichtbaren Wildwechsel. Somit habe ich Handlungsbedarf. Der blau-weiße Netzzaun ist hier bereits gut sichtbar. Zusätzlich habe ich am Waldrand ein blau-weißes Flatterband installiert. Dieses bremst die Wildtiere ab, wenn sie aus dem Wald austreten. Abbremsen, wenn es zum Wald auskommt. Sechstens, Kontrolle, Unterhalt und Schwachstellen. Um die Sorgfaltspflicht zu erfüllen, muss der Tierhalter seinen Zaun regelmäßig überprüfen. Da die Nutztiere ohnehin täglich begutachtet werden müssen, kann auch gleich die Kontrolle des Zauns auf Funktion und Hütesicherheit integriert werden. Bei meiner täglichen Kontrolle der Nutztiere kontrolliere ich immer auch den Zaun und schaue, ob mindestens 3000 Volt auf den Litzen erreicht werden. So bin ich täglich informiert, ob der Zaun funktionstüchtig ist, da er bei einem Defekt einen Stromabfall zeigen würde. Falls ich weniger als 3000 Volt messe, suche ich die Ursache. Ist die Batterie des Zaungerätes leer? Wo
die Batterie drinnen ist. Wenn nicht, laufe ich den Zaun ab und schaue, ob dieser an einer Stelle defekt ist. Aber auch falls die Batterie leer war, laufe ich den Zaun ab. Ein Defekt am Zaun könnte nämlich die Ursache für die leere Batterie sein. An diesem Zaun wurde ein zusätzlicher Metalldraht eingeflochten und alle Litzen senkrecht miteinander verbunden. Dies muss man an mehreren Stellen machen. So kann man sicherstellen, dass trotz einem möglichen Schaden am Zaun der Stromfluss bestehen bleibt. Das kann man sicherstellen, wenn man irgendeinem Ort einen Schaden hätte, dass nachher sichergestellt ist, dass von allen Seiten her der Strom auf den Litzen fließt. Auf dieser Weide sind verschiedene Weidenetztypen an einem Bächlein entlang im Einsatz. Hier ist wichtig, dass der Zaun nie quer über das Bächlein geht. Dies würde dazu führen, dass Tiere den Zaun unterkriechen können, und zwar in beide Richtungen. Tiere eben auch rein können, unten durchschleifen. Das ist das eine. Und wie wir hier sehen, hat es relativ viel Schwemmgut. Zudem, wie wir hier sehen, hat es viel Schwemmgut. Sobald also der Wasserstand ansteigt, könnte sich das Zaunnetz mit angeschwemmtem Gras und weiterem Material füllen. Somit schaut man, dass der Zaun immer parallel zu einem Gewässer verläuft. Dies bringt den großen Vorteil mit sich, dass die Tränkung der Schafe sichergestellt ist. Wir sind hier auf einer Wiese. Auf dieser Weide hier sehen wir ein schlechtes Beispiel. Es steht zwar ein guter Netzzaun und es hat auch Bänder zur besseren Sichtbarkeit für Wild- und Nutztiere. Doch das Problem, man sieht das gut, ist, dass der Zaun nach der Beweidung stehen gelassen wurde. Die Instandsetzung wird sehr aufwendig werden. Es wird sehr mühsam werden, den Zaun zu entfernen und mit dem Fadenmäher das Gras zu entfernen. Andererseits, wenn man den Zaun einfach stehen lässt, bringt man nicht genug Strom auf die Litzen. Bei fixen Elektrozäunen ist manchmal ein Tor installiert. Dieses ist natürlich nicht unter Strom. Mit einem vorgespannten Draht mit Stromfluss kann vermieden werden, dass das Tor die Schwachstelle ist, wo Tiere unten durchkriechen können. Mit dem elektrischen Vorspann am besten vermieden werden. Wichtig ist, dass wenn wir fertig sind mit der Weide und die wieder abbauen. Es ist wichtig, dass am Ende der Saison, wenn die Beweidung beendet ist, alle Flatterbänder und mobilen Zäune umweltgerecht abgebaut und korrekt entsorgt werden. Sauber zusammennehmen, entsorgen und im anderen Jahr nachher wieder frische Bänder einsetzen, sodass man nachher wirklich auch umweltverträglich das Ganze gemacht hat.